Bist du Gnu? Was hältst du von YouTubern? Hattest du schon mal Beef? Hallo, ich bin Klee und ich beantworte heute diese und andere Fragen auch im Video. Bevor wir aber anfangen, könnt ihr bei einem kleinen Spiel mitmachen. Ich habe nämlich Waschbert hier im Video versteckt und ihr könnt mitzählen, wie oft das war. Einmal hier sitzt er auf meiner Schulter, eingeblendet ist die Nummer 2 und jetzt ab hier könnt ihr weiterzählen. Los geht's. Kannst du singen? Ich würde sagen, dass es Geschmackssache ist, ob ich für dich singen kann oder nicht. Schreib gerne in die Kommentare, ob ich deiner Meinung nach singen kann oder nicht. Hattest du schon mal Beef mit anderen VTubern? Nein, ich hatte allgemein im Leben vielleicht mit 2 Händen voll Menschen Probleme und Beef eigentlich so gar nicht. Es gab zweimal eine Situation mit anderen VTubern. Einmal hat eine VTuberin sich darüber lustig gemacht, dass ich darum gebeten hatte, einen Post nicht mehr zu kommentieren oder zu zitieren, weil mir das zu viel geworden ist. Und ein anderes Mal ging es um den Umgang von dem Haustier einer Person, den ich halt einfach nicht in Ordnung fand. Aber das war beides kein Beef, meiner Meinung nach. Wie findest du Pokopia? Ich finde es schade, dass es für die Switch 2 ist und auch wie viel Geld heute solche Sachen kosten. Ich hätte es mir aber auch nicht für die Switch 1 geholt. Und teilweise lässt mich die Sprache, die da so gewählt wurde, auch echt hart cringen. Was ist für dich das nervigste Meme? Ich kenne mich nicht mit Memes aus, aber ich habe einen jugendlichen Sohn und deswegen würde ich sagen, mit Abstand 6, 7. Was würdest du machen, wenn du Milliardärin wärst? Schwierige Frage. Ich würde in Kinderheime, Kinderorganisationen und Schulen investieren, in die Krebsforschung und wahrscheinlich in andere Forschung zum Thema Gesundheit, in Tierheime, Altenheime, allgemein einfach soziale Projekte. Ich würde selbst größere Hilfsprojekte starten, auch irgendwie Sachen, die mit dem Umweltschutz zu tun haben, weil mir solche Themen einfach sehr wichtig sind. Allgemein, dass Menschen schneller Hilfe oder Schutz bekommen in vielen Bereichen, finde ich relativ wichtig. Und dann würde ich natürlich auch Geld für meinen Sohn auf die Seite tun und Geld anlegen, weil das ist immer gut, wenn man ein bisschen Geld auf der Seite hat, ne? Und zuletzt wohl würde ich darin investieren, dass ich mehr Leute mit Gesundheits- und Motivationscontent erreichen kann. Bist du Gnu? Gnu ist eine große Content-Creatorin, sie macht tolle Videos, sie macht Reaction und auch andere Sachen, schaut da gerne rein. Die Frage, ob ich Gnu bin, stand wirklich unter vielen Videos und Shorts letztes Jahr. Ich finde nicht, dass wir uns ähnlich klingen, aber mein Partner hat sich das aber mal angehört und er meint, dass er versteht, was ihr meint. Aber nein, ich bin nicht Gnu. Wie kam es dazu, dass du Kritzel abgelegt hast? Ich war 5 Jahre lang die Streamerin bzw. VTuberin Kritzel und ich mochte mich als Kritzel auch, aber irgendwann hat es dann nicht mehr gepasst für mich und ich war unglücklich. Und mein Leben hatte sich plötzlich auch stark verändert und ich hatte das Gefühl, mich nicht mehr selbst zu kennen. Dann habe ich mir eigentlich nur zum Zeichnen einen neuen Account erstellt und mich dann irgendwie als Weißklee wiedergefunden. Warum ist dein Gesicht verborgen? Ich fand die Idee süß und witzig und es ist auch irgendwie interessant, da nun niemand weiß, wie mein Model wirklich aussieht und jeder so ein bisschen seiner Fantasie freien Lauf lassen kann. Das finde ich ganz putzig. Was ist deine Meinung zu YouTubern? Also erstmal bin ich der Meinung, dass jeder den Content haben und machen sollte, den er mag, also abgesehen von Gewalt, Hassrede, rechten Inhalten und solchen Sachen. Allerdings fühle ich mich mit luden Sachen nicht wohl und ich habe auch das Gefühl, dass das überall ist. Gerade an Weihnachten gab es so etliche unzensierte Artworks, die mich echt unwohl haben fühlen lassen. Und ich wünschte einfach, dass die Sachen wenigstens richtig markiert werden. What's your bench press like, bro? Im Bankdrücken bin ich eigentlich erstaunlich gut. Ich drücke momentan 45 Kilo und werde das bald wieder erhöhen können. Aber wenn wir gerade dabei sind, ich habe einen Fitness-Channel, auf dem Sport- und Gesundheitscontent kommt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich verlinke das hier irgendwo. Was ist dein Lieblingstier und warum? Das wechselt echt oft, weil ich mag eigentlich so ziemlich alle Tiere. Normalerweise mag ich eher Nagetiere, aber momentan finde ich Frettchen sehr süß. Die sind so wuselig und so knuffig. Wenn du den Rest deines Lebens in einer Welt aus einem Film, Serie oder Spiel leben müsstest, welche wäre es und warum? Also wahrscheinlich würde ich so ein Spiel nehmen wie Bunny Park, weil
Das sind so Spiele, bei denen man so einen kleinen Park für süße kleine Kaninchen einrichtet und die kann man dann so patten und dann kommen so Herzchen aus ihren Augen und die freuen sich ganz doll und überall ist Glitzer. Und ja, ich mag halt solche Sachen. Wir sind schon bei der vorletzten Frage. Wie hast du deinen Namen gewählt? Also ich mag Blumen allgemein sehr gerne und ich habe als Kind oft versucht, so vierblättrige Kleeblätter zu finden. Und ich mag es auch sehr, dass die mit Glück verbunden sind und ich mochte halt die weißen Blumen davon am liebsten deswegen. So, letzte Frage. Was sind die schönsten Erlebnisse, die du bisher gehabt hast? Das ist wirklich eine schwere Frage. Die Geburt meines Sohnes, als ich ihn das erste Mal im Arm gehalten habe, oder die Umarmung von meinem Partner, nachdem ich 9 Stunden mit dem Zug zu ihm gefahren bin. Viele Ausritte mit meinem Pferd, als ich jugendlich war. Zum Beispiel, da hat er seine Nase manchmal so in den Schnee getaucht und das hat dann so eine lustige Linie hinter uns gelassen. Oder Spaziergänge, wenn es kühl draußen ist und der Himmel sternenklar ist, das ist auch echt schön. Mit meinem Sohn an einem Brunnen zu sitzen und Eis zu essen. Oder auch die Streams als Kritzel mit euch. Ich habe echt viele schöne Erfahrungen im Leben gemacht und ich freue mich, noch viele machen zu dürfen und auch wieder als Content Creatorin da zu sein, denn ab jetzt kommt wieder ab und zu Videos und zwar hier und aber auch auf dem Sportkanal. Und ja, jetzt sind wir schon beim Ende angekommen. Wie viele Waschbärs habt ihr denn jetzt gezählt? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Stellt auch gerne weitere Fragen für neue Videos. Ich werde das immer mal wieder machen. Ich habe auch noch ein paar Fragen übrig eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten immer genügend trinken, weil Wasser ist wichtig. Bis dann. Bye, bye.